Wim-Wenders-Gymnasium wird gesagt, schauen wir zunächst auf die Stärken von Kindern und nicht zuerst auf die Schwächen. Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil wir davon überzeugt sind, wenn wir vor allem die Stärken der Kinder sehen, dass wir die Kinder insgesamt stark machen, und zwar so stark, dass sie auch die Schwächen, die sie haben, leichter angehen können. Und um diese Idee wirklich in Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir bei uns die Talentschmiede installiert. Die Talentschmiede ist ein richtiges Unterrichtsfach, in dem es allerdings keine Noten gibt und in dem wir am Vormittag einen neigungsorientierten Unterricht machen. Das heißt, die Kinder können Sport machen, Musik machen, sie können sich künstlerisch betätigen, ganz wie es ihren Talenten und wie es ihren Leidenschaften entspricht. I've been awake for a while now. You've got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It's starting my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Ja, in der Talentschmiede Projektwerkstatt Malakologie, also Muschelkunde, erforschen wir auf naturwissenschaftliche Art Muscheln und Meeresschnecken, aber auch Landschnecken, das kommt auch dazu, gehört alles zu dem weiten Gebiet. Wir lernen, wie Biologie arbeitet, was wissenschaftliche Sammlungen ausmacht, lernen was über Evolution, über Artverwandtschaften. Dies gibt es sogar im Mittelmeer. Jetzt guck mal, wir haben eben über unterschiedlich und verschieden gesprochen. Was meinst du, welche ist dicht mit der hier verwandt? Die da. Während die Talentschmieden diesen Namen in der 5. und 6. Klasse tragen, hat dieses Format in der 7., 8., 9. und 10. Klasse den Titel Projektwerkstatt. Und zwar deswegen, weil wir in dieser Zeit, also in der Mittelstufe, ein Projekt verfolgen über mehrere Jahre. Das heißt, die Kinder werden in der Talentschmiede ihre Neigungen ausprobieren, entdecken und in den Projektwerkstätten in der Mittelstufe werden sie ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und wirklich über einen längeren Zeitraum daran arbeiten. In der Oberstufe heißt dieses Format dann Meisterkurse, weil sie jetzt wirklich zu Meistern ausgebildet werden. Und zwar speziell mit dem Ziel, sich auf ein Studium an einer Hochschule vorzubereiten. Das kann der Medizinertest sein oder ein naturwissenschaftliches Studium oder ein künstlerisches oder ein sportliches Studium, ganz wie es die Neigungen der Kinder verlangen.